Der wahre Frieden liegt im Loslassen jeder Bindung. Jede Bindung loslassen ist Nibbana. Was ist Nibbana? Dass wir verstehen, was ist diese Nibbana? Der Geist, der in jegliche Bindung loslässt. Bei manchen gleich zittert das Herz, wenn man da so denkt. Und meine Kinder, meine Eltern, meine Ehemann, meine Ehefrau und so weiter. Ja? Das kennt ihr bestimmt. Aber es ist es. Nibbana ist Loslassen von jeder Bindung. Loslassen aber bedeutet nicht verlassen. Bindung ist eine Fessel. Bindung ist es auch etwas, was Verblendung macht. Was baut dieses Ich-Gefühl und dieses Ich-Gefühl in einem Gefangenschaftszustand versetzt. Das sind die Bindungen. Manche Menschen haben Bindungen mit anderen Menschen. Die ziehen die anderen Menschen an sich. Die lieben viele Menschen um sich. Die lieben They viele love having Kinder many children. zu haben, große Familie, aber auch Freundschaften, die binden sehr die Menschen an sich. Andere Menschen binden Gegenstände. Die brauchen viel Gegenstände. Alle möglichen Sachen sammeln die. Ja, die Sammler, die haben sehr viel große Sammlungen. Es gibt Sammler, die sammeln nicht nur so einen Schrank voller kleinen Details, Dinge, Krokodile oder kleine Schweinchen oder so. Es sind Menschen, die sammeln Länder, Ländereien, Kontinente. Ja, es sind Menschen, die sammelt und kann nicht satt werden. Das ist das Verlangen in Menschen. Und die sammeln verschiedene Sachen. Andere sammeln sogar jetzt Planeten. Man kauft da Plätze schon auf dem Mars und auf dem Mond und so weiter. Ja, es gibt Zertifikate. Man kann kaufen ein Stück Land da auf dem Mond oder auf dem Mars. solche Ideen, ja, so kreativ sind die Menschen, aber dahinter ist es Verlangen. Und diese Verlangen, diese Bindung, was bedeutet auf der groben Ebene? Auf der groben Ebene muss man sich kümmern. Um alles, was man hat, muss man sich kümmern. Das verstaubt, die Schweinchen, die Krokodile muss man entstauben. Ja? Man muss sich kümmern um diese kleinen Sachen. Um diese größeren Sachen genauso. Wenn man viele Häuser hat, muss man sich um die Häuser kümmern. Muss man viel Geld haben, dass die Häuser nicht verfallen. Muss man Leute einstellen, die sich kümmern. Wenn man alleine schafft, nicht je mehr man hat, desto weniger schafft man hinter der Arbeit. Und so ist es, dass wir uns verklaven auf dem groben Ebene. Wenn wir schauen, werden wir versklavt durch die Arbeit, um sich kümmern um die Sachen. Aber was macht das mit einem Geist? Auch wenn er die Dinge nicht besitzt, im Normalen, also in wirklich, wenn man sieht, wir können nichts besitzen. Es ist nicht möglich, etwas wirklich besitzen. Wir haben etwas und Verantwortung dafür übernommen haben und wir kümmern uns, aber besitzen wirklich können wir nicht. Das ist eine Illusion. Besitz ist eine Illusion. Das ist nur in der Nähe bei uns. Der Schrank mit dem Schweinchen, es ist in der Nähe. Aber wir besitzen das nicht. Wir entstauben das und schauen am meisten an diese Schweinchen. Aber so wirklich besitzen ist es nicht möglich. Besitz in Wirklichkeit ist nicht möglich. Der Geist aber, der haftet, der bringt sich in einem steifen, unbefriedigenden, einem versklavten Zustand. Oh wehe, wenn ein Schweinchen der Schwanz abgebrochen wird, wenn einer beim Abstauben etwas umkippt. So viel Schmerz. Oder wenn ein Schweinchen verloren geht. Und wenn man stirbt, da werden die alle Schweinchen im Testament reingeschrieben. Diese eine Lotta, die dann steht auf dem zweiten Regal von rechts, die ist dann von New York vielleicht sogar angeflogen. Die ist besonders, ja, die erbt dann die und die Neffe. Ja, solche Sachen. Und der Geist beschäftigt sich mit diesen ganzen Sachen, beschäftigt sich, macht sich Sorgen.
die Ruhe, an der wir so Sehnsucht haben, die wird immer weiter weggetrieben durch diese Objekte. Wenn wir meditieren und schauen in Ruhe und über was alles machen wir uns Sorgen und Gedanken. Und dann nehmen wir nur ein Objekt und betrachten wir den Objekt. Und dieses Objekt wird ein Meditationsobjekt für uns. Was werden wir erkennen? Erstmal werden wir Emotionen erkennen. Ja, Gedanken mit einem Objekt. Und dann erkennen wir Emotionen, die damit verbunden sind. Und wenn wir tiefer in den Objekt reingehen, wenn der Fokus da ist, wenn bei dem Objekt, der ist für uns sehr wichtig. Das heißt, das könnte sein, dass die Konzentration, die Aufmerksamkeit, der Fokus, das Bewusstsein länger bleiben kann, weil es ist sehr wichtig für uns. Und dann schauen wir und beobachten wir diesem Objekt. Und als erstes werden wir sehen, wenn die Emotionen da sind, Verlustgedanken vielleicht oder Freudegedanken, dann erkennen wir Gedanken, die verbunden sind mit Verlangen, haben wollen, Gedanken, die mit Sorgen verbunden sind. Diese Gedanken gehören zur Aversionsgruppe, weil man nicht akzeptiert diesen Moment so, wie es ist. Dieser Fakt, dass alles ist Veränderungen unterworfen. Wenn wir genauer schauen, können wir die Vergänglichkeit der Dinge erkennen. Wenn wir ein Objekt genug lange betrachten, erkennen wir, dass er vergänglich ist. Auch wenn er überdauert, eine Periode von Menschenleben, irgendwann muss er zerfallen. Wir versuchen, reparieren manche Sachen, ja, die Pyramiden in Ägypten, die zerfallen. Man versucht aber, die immer zu retten. Man bringt Sand und versucht, die Stufen, die großen Steine wieder zu reparieren. Irgendwann werden ganz neue gebaut, weil es ist nicht möglich, diesen Prozess aufzuhalten. Alles ist vergänglich, alles. Und wenn für uns ein Mensch, ein Wesen, ja, können auch andere Wesen sein, nicht nur Menschen, auch Tiere, also ein lebendiges Wesen für uns sehr wichtig ist und wird unsere ganze Aufmerksamkeit unseres Lebens sein. Wenn wir da betrachten, tiefer, werden wir auch erkennen, dass es vergänglich ist. Irgendwann wird der Körper nicht mehr da sein. Egal wie wir uns bemühen, egal welche Qualität Milch wir trinken, es ist nicht möglich, dass nicht vergeht. Der wahre Frieden liegt im Loslassen jeder Bindung. Das ist sehr tiefe Weisheit. Und loslassen bedeutet nicht verlassen. Manche denken, die müssen alles verlassen. Das bedeutet nicht. Das ist ein innerer Akt, der Besitz aufzugeben. Meins. Was passiert, wenn wir das Meins aufgeben? Es wird das Ich erstmal ganz schön dumm stehen. Das Ich braucht Objekte. Gibt es ein Ich ohne Objekt? Er braucht ein Objekt. Erstmal sammelt dann und je größer das Ich, je größer diese Ego, desto mehr Gravitation, desto mehr Anziehungskraft. Er zieht alles an sich. Je mehr er hat, desto größer ist er. Ja, je mehr er hat Bindungen in der Welt, je mehr Dinge gesammelt hat, desto größer ist das Ich. Und desto schwerer ist es, dann loszulassen. Bei dem Moment des Todes muss aber alles losgelassen werden. Das ist es aber, was bindet uns immer wieder zum Geburt und Tod. Es ist nicht die Geburt, der erschafft die Existenz. Das ist die Existenz, die erschafft das Geburt. Und es ist die Unwissenheit und das Verlangen, die Bindungen, die da die Hauptrolle spielen.
Der wahre Frieden liegt im Loslassen jeder Bindung. Jede Bindung loslassen ist Nibbana. Buddha hatte etwas erkannt, was er hat nie vorher gehört. Er ist auf etwas gestoßen, wo er nie vorher gehört hat. Aber alle Sachen, seine Lehrreden, seine Hinweise, wenn wir das wirklich umsetzen, wenn wir uns trauen, auszuprobieren, die führen zum Frieden. Und Menschen, die im Frieden leben, die sind jetzt nicht in einem Vakuum. Die Welt hat sich plötzlich um die Rumdrum nicht aufgelöst. Der Körper ist noch da, aber der Geist auch ist nicht im Vakuum. Der ist voller Mitgefühl, voller Weisheit. Es ist nicht eine ausgetrocknete, versteinerte Pflaume. Wir brauchen Vertrauen und Entschlossenheit und auch die Ernsthaftigkeit der Lage, in welchem Lage sind wir. Die Situation in der Welt, dass sie nicht schön ist, die war in Buddha-Zeiten auch schon und auch vor Buddha. Jetzt ist es, in der Zukunft wird auch sein. Das ist Welt. Das ist die Welt, der entsteht aus 3 Gründen. Verlangen, Hass und das erste ist die Unwissenheit, weil wir nicht wissen. Wir sind wie so Marionetten auf einer Bühne und spielen ein Theaterstück und wir glauben, wir sind überzeugt, dass wir die Rolle sind. Und warum heißt das Erwachen? Warum heißt das nicht Vernichtung? Es heißt Erwachen. Erwachen aus einem Traum, aus einer Unwissenheit. Etam Santam, Etam Panitam. Das ist wahrer Frieden. Das ist Erhaben.